Moin zusammen. Heute in einem neuen Video soll es darum gehen, wie wir eine Fabric SQL Datenbank nutzen können, um Logfiles abzulegen. Das heißt, wir haben einen Testaufbau, den ich gleich zeigen werde, und die Fabric SQL Datenbank nutzen wir dafür, um Logfiles abzulegen. Also auch das ist durchaus möglich und meines Erachtens ein sinnvoller Use Case, das zu tun. Denn Logfiles sind wichtig, wenn wir Analysen fahren wollen. Hat etwas geklappt? Wie lange hat etwas gedauert zum Beispiel? Ähm, oder gab es Errormeldungen, Fehlermeldungen, etc. pp. Also all diese Informationen können wir dann in eine SQL-Datenbank schreiben. Natürlich würde auch jede andere Quelle funktionieren, wie ein Blob Storage mit eventuellen CSV-Dateien oder Logfiles. Das würde auch gehen. In meinem Fall möchte ich das aber an einem Beispiel einer Fabric SQL-Datenbank einfach mal zeigen. So, dazu werde ich meinen Bildschirm sharen. So, ich habe ein Architekturdiagramm. Und zwar folgendes. Folgendes Szenario habe ich. Ich habe auf der linken Seite ein Lakehouse. Das Lakehouse hat Paketfiles. Die habe ich hochgeladen, manuell, das kann man alles automatisieren. Und diese Paketfiles sollen durch ein Notebook geladen werden. So, das ist erstmal kein Problem. Das würde ich dann gleich im Laufe dieses Videos noch einmal zeigen. Dann anschließend aber soll das Ganze, also diese ganzen Daten, also jetzt nicht in die Fabric SQL-Datenbank geschrieben werden, sondern nur die Logfiles, die aus dem Notebook kommen. Das heißt, das Notebook oder die Zellen in den Notebooks mit dem Code, den ich geschrieben habe, erzeugt Logfiles und die lasse ich direkt in die Fabric SQL-Datenbank schreiben. Ja, also meines Erachtens ein sinnvoller Use Case, um Daten oder Logfiles allgemein ja aufbewahren zu können, analysieren zu können. Später vielleicht dort auch, ich sag mal, wenn jetzt eine Errormeldung zum Beispiel dort auftaucht, das automatisiert abfangen zu können, um vielleicht eine E-Mail-Benachrichtigung zu bekommen oder eine Teams-Benachrichtigung, je nachdem, was man damit machen möchte. Ja? So, das ist der Testaufbau. Gehen wir ins Fabric. So, das sehen wir hier. Ich habe einen Workspace und da sind verschiedene Items drin. Einmal eine Fabric SQL Datenbank, ein Lakehouse Bronze, ein Notebook und eine Pipeline. So, diese Komponenten nutze ich jetzt, um, ich sage mal, Daten entsprechend dann zu transformieren oder reinzuschreiben. Also die Pipeline ist hier jetzt weniger von Bedeutung, eher das Notebook, das Lakehouse und die Fabric SQL Datenbank. So, gehen wir aber mal ins Lakehouse und schauen uns das Lakehouse generell mal an. So, hier habe ich einen Ordner, der nennt sich Paket Upload. Und hier sind ein paar Paketfiles drin. Die wollen wir gleich hier reinladen. Ich habe einen Testaufbau schon gemacht. Wir sehen, hier ist eine Staging Sensor Data Tabelle. Die werden wir überschreiben entsprechend und dann werden die Daten da reingeschrieben. Das ist Part 1. Part 2 ist, wir haben eine Fabric SQL Datenbank. So, und die hat eine Tabelle, die nennt sich Notebook Logs. Die Tabelle habe ich mit diesem Skript entsprechend auch ja, angefertigt oder erstellt, ja, entsprechend. Und ich habe einen Select Notebook Logs Table. Das heißt, wir werden das nachher mal abfragen, ob dort auch Logfiles aufgetaucht sind. Das ist der zweite Part. Der dritte Part ist, dass wir das Notebook haben. So, und im Notebook, ja, passiert in erster Linie erstmal, ja, nicht viel. Also es gibt Tour, machen wir jetzt mal. Wir brauchen jetzt gerade keine Vorstellung. Ich werde mal hier den Connect sowieso schon mal machen. Ähm, genau. Also im Notebook ist so, hier sind verschiedene Zellen, die verschiedene Sachen abarbeiten. Ja, und das ist sichtlich oder sehr wichtig. Ich trenne zum Beispiel gerne die ganzen Sachen. Ich scroll die mal ein bisschen durch. Das Ganze, das ist auch okay. Aber wir werden uns Zelle für Zelle einfach mal angucken. Aber bevor wir das machen, habe ich hier noch etwas erstellt. Und zwar das Lakehouse natürlich hinzugefügt, also das Default Lakehouse. Dann habe ich unter Connections einen entsprechenden Azure Key Vault hinzugefügt. Damit ich, also die Daten, die ich benötige, um in diese, ich sag mal, Fabric SQL-Datenbank reinschreiben zu können, ähm, abzurufen. Das heißt, ich habe eine Connection erstellt, ja,
Dann habe ich entsprechend hier Variablen gesetzt, die entsprechend hier natürlich dann drin sind. Und die nutze ich natürlich nachher in der Logging-Funktion für die Verbindung zu meiner SQL-Datenbank über JDBC. Ja, also ich schreibe das hier nicht nackt rein, wie man so schön sagt, sondern ich lasse das wirklich aus einem Keyboard ablesen. Oder auslesen, besser gesagt. Und das macht auch Sinn. Also bitte keine wichtigen Informationen oder kritischen Informationen in einen Code reinschreiben. Das sollte man nicht tun. So. Wie erstellt man so eine Connection? Das ist relativ leicht. Das kann man relativ auch leicht durchführen, indem man auf Add Connections klickt. Dann den Azure Keyboard Service hier angibt, die Verbindung entsprechend einstellt und dann mit einer Tenant-ID, ein Service Principal und eine Service Principal Key. Und dann kann man sich verbinden mit dem Keyboard, muss die richtigen Berechtigungen dafür haben und dann kann man die Daten auslesen. So, aktuell geht nur Service Principal, ist soweit ich weiß auch aktuell noch im Preview. Wenn man das gemacht hat, kann man relativ einfach, und das will ich hier unten mal zeigen, hier auf die 3 Pünktchen gehen und auf Add as Code Cell klicken. Und dann wird hier, oh, was hat er denn das oben gestellt, wird im Prinzip hier oben diese Verbindung Connection ID erstellt mit einem Beispiel, wie ich den Code dann abrufen kann. Also die Secrets abrufen. Brauchen wir nicht, habe ich bereits alles fertig. Wir können entsprechend die erste Zelle ausführen und kopieren mir ein paar Libraries, die ich benötige im Laufe der Zellen. Das mache ich jetzt mal. Dauert ein paar Sekündchen. Das lasse ich hier einmal ausführen. Wenn das gelaufen ist, genau, hole ich mir im nächsten Step, wie gesagt, die ganzen Secrets, die in einem Azure Keyword liegen. Genau. Im nächsten Step habe ich mir eine Logging Notebook Function gebaut, die im Prinzip die Verbindung aufbaut und für das Notebook für alle Zellen dann entsprechend das vorbereitet. Das heißt, Zelle für Zelle muss ich das jetzt nicht einzeln angeben, sondern ich gebe das einmal an und nutze dann entsprechend diese Logging Function, um die Daten entsprechend dann in diese Datenbank reinschreiben zu können. Das führe ich jetzt mal aus, muss man auch nur einmal ausführen, ist gelaufen. Im nächsten Step mache ich Folgendes. Ich hole mir in dieser Zelle praktisch die Paketfiles. Ich lese sie, schreibe ein paar Dinge, die habe ich hier unten schon mal sichtbar gemacht. Also das Notebook startet, was gelesen wird, wie viele Files gelesen werden, wie viele Rows, wie viele Columns das hat. Die werden hier aufgelistet, wie lange das Notebook braucht und wann es fertig ist. Und das ich mal ausführen. Und wie ihr seht, ist es relativ straightforward. Das heißt, ich lasse jeweils die Daten einfach jetzt auslesen und während er das tut, schreibt er schon die Daten in die Fabric SQL Datenbank. Ja, also er macht das gleich. Ja, dauert ein paar Sekündchen in diesem Fall, aber wie ihr seht, funktioniert das. Ja. Ich habe ein paar mehr Dateien jetzt. Genau, sind erfolgreich geladen. Wie wir sehen, die Rows. Und er hat es auch gleich fertig. Er hat 30 Sekunden gebraucht, deckt sich ungefähr mit dieser Zeit hier und das passt. Genau, das schon alles. So, im nächsten Step mache ich Folgendes. Ich schreibe dieses Data Frame, was ich erstellt habe, jetzt einfach in eine entsprechende Tabelle, die ich hier habe und lasse die überschreiben. Ja, also eine Staging-Tabelle. Und hier passiert genau das Gleiche. Im Prinzip. Hier wird auch geschrieben und jetzt wird praktisch, also erst gelesen und dann geschrieben und dann würde er jetzt praktisch diese Tabelle hier entsprechend einmal füllen und dann sollte das auch gleich fertig sein. Genau, Notebook ist fertig, er hat das erfolgreich eingeschrieben und hat funktioniert. So, jetzt gucken wir uns die Fabric SQL Datenbank an und die Logfiles. Dazu gehen wir zurück und ich führe diesen Code mal aus hier, dieses Skript. Und wie wir sehen, hat er das hier 1:1 reingeschrieben. Ja, also im Prinzip relativ straightforward. Die Message, habe ich entsprechend festgelegt. Wie viele Files, also jeden Schritt, den ich protokolliere, schreibt er automatisch in diese Fabric SQL Datenbank. Ja. Sicher, man kann auch andere Möglichkeiten finden, aber das ist ein Use Case, meiner Meinung nach, wo man eine Fabric SQL Datenbank nutzen kann. Ja, also mit mehreren Notebooks einfach alles reinschreiben lassen und entsprechend dann natürlich auch
auswerten lassen. Das heißt, jetzt könnte ich zum Beispiel, können wir mal einen Schritt weitermachen, gehen nochmal zurück in den Workspace und das führe ich jetzt nur vor, könnte ich jetzt hier diese Pipeline, indem ich dieses Notebook hinzugefügt habe, also hier unter die Settings, das Notebook, könnte ich jetzt zum Beispiel mit einer, ja, ich sag mal, Lookup-Aktivität, ja, ich will das einmal präsentieren, das nenne ich jetzt mal Lookup, könnte ich sagen, wir suchen Fabric SQL, wir suchen die Fabric SQL Datenbank, jetzt könnte ich eine Query angeben oder auch eine Prozedur, lassen das mal kurz laden und dann könnte ich das auslesen, also diese Tabelle auslesen und nächster Step, diese Information dann weitergeben, zum Beispiel, man hat es schon gefunden, an eine Outlook-Aktivität. Ja? Können wir hier ein Preview machen. First Row Only, lassen wir jetzt mal drin, das ist okay für mich. Entsprechend würde er natürlich dann nur eine Zeile starten. Aber das kann ich natürlich auch mit der Query machen, indem ich hier auf Query klicke, wenn ich jetzt auf Preview Data gehe. Sollte das eigentlich relativ straightforward auch die ersten 10 Zeilen anzeigen, tut er auch. Und kann auch sehen, was da drin ist, wie lange das gedauert hat. Zum Beispiel könnte ich jetzt einen Trigger setzen, alles was größer 20 Sekunden ist, bitte direkt weiterleiten oder gib mir das an die Outlook-Aktivität und dann würde die Outlook-Aktivität ausgeführt werden, also mit einer for each vielleicht oder eine if-Bedingung, if-Condition. Also hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Ja? Ich finde, eine super Sache, um eine Fabric SQL Datenbank zu nutzen, um Logfiles lesen zu können. Ja. Finde ich sehr spannend und kann man sich mal angucken. Wurde bei einigen Projekten bei mir auch schon umgesetzt und die Leute waren, wie soll ich sagen, sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, weil sie, wie gesagt, dann auch auslesen können und die Kollegen sich mehr oder weniger auch mit Fabric SQL Datenbanken auskennen. Das heißt, die sind in gewohntem Terrain gewesen. Okay, so, was haben wir heute gemacht? Und zwar, zum einen habe ich gezeigt, dass wir ein Lakehouse haben, ein Notebook und eine Fabric SQL Datenbank sowie eine Pipeline. Ja? Die 4 Items habe ich heute gezeigt. Dann habe ich gezeigt, wie das Schaubild allgemein aussieht. Dann habe ich gezeigt, wie das Notebook ausgeführt wird. Ich habe gezeigt, was für Dateien ich hochlade, ein paar Key-Files und entsprechend einmal die Fabric SQL Datenbank, das Ergebnis gezeigt, was wir reinschreiben. Das ist ein Use Case, den man durchaus nutzen kann. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert, fragt mich, erreicht mich über verschiedene Kanäle und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ciao.